Deutschland im Dunkeln. Ein flächendeckender Stromausfall. Ausnahmezustand. Ja, Black. schau mal. Ja, Ein Resub. heil dir Kapitalismus. Blackout. Gesteuert von einer fremden Macht. Ist das möglich? Große Kraftwerke gelten längst Hallo, als Gorilla. Angriffsziel und sind besonders geschützt. Aber was ist mit den vielen kleinen Solaranlagen auf den Dächern? Könnte man auch hier einen Blackout verursachen? Jetzt bin ich aber gespannt. Das Video müsst ihr wahrscheinlich Drakon mal schicken. Ich werde da nicht so viel dazu sagen können, weil mir die grundlegenden Infos fehlen. Aber ich glaube, das ist ein Drakon-Video. Rund 3 Millionen solcher Photovoltaikanlagen sind aktuell installiert. Sie liefern an sonnigen Tagen so viel Strom wie 18 Atomkraftwerke. Und meist haben die Hersteller über das Internet Zugriff auf die zentrale Steuerung der Anlagen. Oh, das wusste ich Sind nicht. die Stromnetze darüber angreifbar? Etwa durch Sabotage aus dem Ausland? Also es ist denkbar, dass man durch die Kontrolle der Wechselrichter einen Blackout-ähnlichen Domino. Zustand hinbekommt. Blackout? Durch PV-Anlagen? Ist das wirklich möglich? Und wenn ja, wer schützt uns vor einem solchen Szenario? Nein, ich kann das nicht verhindern, dass Solaranlagen ferngesteuert werden. Aber das kann doch nicht die Antwort sein, oder? Für Andreas Schmitz ist heute ein perfekter Tag. Die Sonne strahlt und seine Solarpaneele produzieren Strom. Die CDU schützen uns vor. Friedrich Merz wird sich schützend mit seinem ganzen Körper vor uns werfen, um uns davor zu beschützen. Bin ich mir sicher. Ohne Ende. Also Monitor ist eigentlich based. Also das, was ich von Monitor bisher gesehen habe. Deswegen bin ich gespannt, wie die Doku jetzt ausgeht. Oder die Reportage oder wie auch immer. Jetzt gerade mittags, also jetzt gerade kommt sehr viel rein. Wir sehen, dass jetzt hier ungefähr 8 Kilowatt an Leistung in das öffentliche Netz reingestopft werden, Ja, also stimmt, Tobi, reingedrückt werden Entschuldigung. sozusagen. Moin Leute, heute erzähle ich euch was Viele über 30 Photovoltaik-Fans kennen Andreas Schmitz über seinen YouTube-Kanal. die Agnes rausgemacht hat. Moin Leute, ihr seht jetzt hier die Einnahmen meiner PV-Anlage von Januar bis Anfang August und ich habe bisher 5000 Ach, deswegen habt ihr Akkudoktor gesagt. Weil der so heißt auf YouTube. Lol. 50 Kilowattstunden erzeugt. Der Ingenieur hat seine PV-Anlage selbst geplant und kann uns zeigen, was ein Normalanwender nicht sieht. Häufig behalten die Hersteller nämlich den Zugriff auf die zentrale Steuerung, etwa für Updates. Anders bei Andreas Schmitz. Auf seine Anlage hat nur er selbst Zugriff. Er zeigt uns, was man so machen kann. Ich kann hier alles Mögliche ändern, wenn ich will. Ich kann aber auch ganz einfach sagen, ich schalte die Solaranlage jetzt aus. Das mache ich einfach mal. Nur wenige Sekunden später liefert die Anlage keinen Strom mehr ins Netz. Hier sehen wir jetzt, wie die Solaranlage ausgeschaltet wurde. Hier ist die Einspeiseleistung jetzt auf 0 runtergegangen. Nicht verwirren lassen, unten ist viel in dem Fall und oben ist dann 0. Why? Naja, okay. Also hier ist die Nulllinie. Wir sind jetzt hier wirklich auf 0 runter. Also die Anlage ist jetzt aus. Wenn diese eine Anlage nicht mehr ins Netz einspeist, ist das natürlich kein Problem. Aber was hier im Kleinen geht, geht das auch in großem Stil? Was, wenn ein Hersteller gleichzeitig millionenfach Anlagen in Europa per Fernsteuerung abschalten würde? Allein in Deutschland gibt es mittlerweile immerhin rund 3 Millionen Dachanlagen. Ginge das technisch überhaupt? Um das zu klären, fahren wir nach Kassel zu SMA. Das Unternehmen gehört zu den Großen der Branche und baut seit vielen Jahren ein zentrales Bauteil für PV-Anlagen, die sogenannten Wechselrichter. Wechselrichter wandeln den produzierten Gleichstrom aus den Solaranlagen in Wechselstrom um, damit er überhaupt ins Netz eingespeist werden kann. Und da viele solcher Geräte über das Internet mit den Herstellern verbunden sind, könne man Wechselrichter eben auch fernsteuern. Sogar bis zum Kollaps des Stromnetzes, sagt Jürgen Reinert, der Vorstandschef von SMA. Ob man als Hersteller einen Blackout erzeugen kann, das ist technisch möglich, weil über die Jahre haben wir einen Marktanteil von, sagen wir mal, 40% in Deutschland. Und wir haben damit an sonnigen Tagen einen Anteil der Leistung bis zu 30 Gigawatt. Aber dadurch, dass die chinesischen Wechselrichterhersteller in den letzten Jahren sehr, sehr stark geworden sind und definitiv mehr als 2/3 der verbauten Leistung haben, können die auch das technisch möglich umsetzen, dass die Netze gestört werden oder dass es zu einem Blackout kommen könnte. Die Marktmacht chinesischer Hersteller als Gefahr? Hätte Fahrradkette.
Aber Deutschland hätte auch Vorreiter in der Solartechnik sein können, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber irgendjemand hat dann dafür gesorgt, dass die Gelder dafür gestrichen werden. Wer war denn das noch gleich? Welche Partei war das denn noch gleich? Oh, ich komme nicht drauf. Wir hätten dieses Problem gar nicht haben müssen, wenn die CDU nicht damals gesagt hätte, nee, ich sehe darin keine Zukunft. Dafür gäbe es derzeit zu viele Hersteller auf dem Markt. Und auch der technische Aufwand, um einen Blackout herbeizuführen, sei immens, sagt etwa Stefan Krauter von der Uni Paderborn. Jetzt gibt es natürlich ganz viele verschiedene Hersteller. Sonne setzt sich nicht durch. Das macht mich alles so ein bisschen sau hier. Wir hätten bei vielen Dingen Vorreiter sein können. Wir hätten bei vielen Sachen, echt krass sein können in Deutschland. Aber weil irgendjemand mal gesagt hat, streichen da die Gelder, haben wir jetzt halt den Salat. Und jetzt müssen wir halt irgendwie damit klarkommen. So, wir hätten auch einfach, als man gecheckt hat, hey, das hat irgendwie doch eine Zukunft, hätte man ja trotzdem nochmal Geld investieren können. Aber nein, Gelder sind halt nur nicht dafür da. Erinner dich, CDU unter Kohl hat damals schon Glasfaser versaut. Ja, weil das Internet wird sich niemals durchsetzen. Habt ihr es noch nicht mitbekommen? Das Internet setzt sich nicht durch. Deswegen setzen wir lieber auf Kabel, anstatt auf Glasfaser. Das Fernsehen. Mittlerweile stirbt das Fernsehen halt einfach aus. Ganz verschiedene Kupferkabel, ja. Software-Konfigurationen und so weiter. Das muss praktisch zeitgleich stattfinden. Also die Gefahr besteht, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass sowas passiert. MOSFET ist Halbleiter. Okay, keine Ahnung. Noch relativ unwahrscheinlich. Aber ist das Thema damit erledigt? Überhaupt nicht, sagen Spezialisten für IT-Sicherheit wie Manuel Artuk. Artuk ist Ich weiß nicht wieso, aber er ist mir instant sympathisch. Gründer der Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen. Wenn ich es schaffe, genug Wechselrichter gleichzeitig zu steuern, beispielsweise weil sie vom selben Hersteller sind, dann kann ich auf einen Schlag alle vom Stromnetz abschalten oder auf einen Schlag alle gleichzeitig aktivieren und damit das Stromnetz entweder überlasten oder unterlasten. Das kann im Extremfall bis zu Stromausfällen oder einem Blackout-ähnlichen Zustand führen. Dazu kurz das kleine Einmaleins des Stromnetzes. Oh nein, kommt das im Test dran? Es ist entscheidend, dass zu jedem Zeitpunkt genau so viel Strom eingespeist wird, wie gerade verbraucht wird. Wenn also sehr viele Anlagen plötzlich nicht mehr liefern, kommt das ganze System aus dem Gleichgewicht. Blackout-Gefahr. Angriffe von außen gelten längst als Bedrohung für dieses System. Auch hier im Lagezentrum des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Erst im Mai warnte es in einem Positionspapier vor der Manipulation von Energieinfrastruktur durch Hersteller oder Dritte, tatsächlich auch über Wechselrichter. Ein erfolgreicher Cyberangriff könne weitreichende Folgen haben, zum Beispiel Stromausfälle, Blackouts, durch gezielte Angriffe auf private Energieanlagen. Aus unserer Sicht sehen wir durchaus ein gewisses Gefahrenpotenzial, wenn wir uns überlegen, dass es eine sehr, sehr, sehr hohe Konzentration solcher Komponenten tatsächlich in der Hand von gewissen Nationen gibt. Nationen wie China. Jetzt könnte vielleicht der interessante Teil kommen. Keiner kann uns hacken, dank Kupferkabel und Faxgeräten, ja. Niemand kann uns was anhaben. Aus der Volksrepublik kommen nach Schätzungen inzwischen rund 80% der Wechselrichter in Europa. Aber reicht Xi Jinpings Arm tatsächlich so weit? Könnte er die chinesischen Hersteller tatsächlich zwingen, ihre Anlagen gegen das Stromnetz in Europa einzusetzen? Wir haben ihm geschrieben. Hallo, Herr Xi Jinping. Hallo, lieber Herr Xi Jinping. Wir haben bei unserer Recherche herausgefunden, dass Sie voll die Macht über unser ganzes Stromnetz haben. Hätten Sie überhaupt Skrupel, das nicht gegen uns zu verwenden? Es wäre schon geil, wenn Sie uns das jetzt ganz ehrlich und offen kommunizieren würden. Oh Mann, Huawei, einer der führenden Hersteller, weist das auf Monitoranfrage zurück. Es gebe keinerlei chinesische Gesetze, die sie dazu verpflichten würden, jedenfalls nicht in Europa. Die gesetzlichen XOXO, dein Monitor, Alter.
Bestimmungen, die chinesische Organisationen zur Zusammenarbeit mit chinesischen Behörden verpflichten, gelten nur innerhalb der Volksrepublik Chinas und gerade nicht in Deutschland und Europa. Also kein Problem für Deutschland, weil die Zentrale von Huawei in China sitzt? Ist das überzeugend? Mich triggert das immer noch, dass das Huawei heißt und nicht Huawei. Das nervt mich bis ins Unendliche. Huawei. Wir fahren nach Brüssel. Wir sind verabredet mit einem EU-Abgeordneten, der sich seit langem mit China... Und was mich auch richtig ankotzt, Entschuldigung, muss ich jetzt auch noch aussprechen, sonst liegt mir das die ganze Zeit auf der Zunge, dass es nicht Harpier heißt, sondern Harpyie. Und nein, das ist kein Joke. Im Deutschen spricht man Harpier, Harpyie aus. Es fickt mein Hirn einfach. China und Sicherheitsfragen befasst. Der Niederländer Bart Groothuis war Chef der Cybersicherheitsbehörde des niederländischen Verteidigungsministeriums. Ich habe nicht Es ist ein Geheimdienstgesetz aus dem Jahr 2017, das jedes chinesische Unternehmen verpflichtet, allen Forderungen des chinesischen Staates nachzukommen. Wir sollten China nicht so betrachten wie europäische Unternehmen. Es gibt ein klares Gesetz, das chinesische Unternehmen verpflichtet, alles zu tun, was der Staat verlangt. Aber würde China sich nicht wirtschaftlich selbst schaden, wenn es unsere Stromnetze angreift? Ohne Exporte nach Europa hätte die chinesische Wirtschaft riesige Probleme. Einerseits. Andererseits haben wir schon mal jemandem vertraut. Angela Merkel. Entschuldigung. Aber komm, das war eine Steilvorlage. Den das nicht interessiert hat. Obwohl Russland über Jahrzehnte Abermilliarden mit dem Verkauf von Gas an Deutschland und Europa verdient hat, hat es vor 3 Jahren die Ukraine angegriffen. Ein anderer Großkonflikt droht wegen der Spannungen zwischen China und Taiwan. Was, wenn Europa sich dann im Kriegsfall auf Taiwans Seite stellt? Könnte allein die Drohung, das europäische Stromnetz anzugreifen, dann als Waffe im Krieg eingesetzt werden? Also es wird wirklich eine spannende Zukunft, Alter. Es ist eine Timeline, die ich mir nicht ausgesucht habe, wirklich nicht, und die ich auch einfach nicht möchte, ne? Aber andererseits, all meine Probleme, die ich sonst so habe, wirken so klein im Gegenzug zu dem, was ich da sehe. Weil ich mir denke, all die Probleme, die ich gerade in meinem Kopf habe, könnten sich vielleicht in 10+ Jahren in Luft auflösen, weil dann habe ich viel schlimmere Probleme. Ist das nicht auch irgendwie befreiend? Hat China geantwortet? Ja, auf meinem Huawei-Handy hat gerade China geantwortet. Du dumme Drecksau, warum musstest du mir sagen, dass man das Harpyie ausspricht? Jetzt habe ich Xi Jinping vergrault. Was habe ich jetzt davon? Na toll. Wenn es zu geopolitischen Spannungen kommt, vielleicht zu einer möglichen Machtübernahme oder Truppenaufstockung, einer Belagerung Taiwans oder der Vereinigung Taiwans mit dem Festland, ein klares Ziel von Xi Jinping, könnten wir uns dagegen wehren und Taiwan helfen. Aber dann hat China Einfluss auf uns und schränkt unsere politische Souveränität ein. Aber wenn das so ist, was plant dann unser Bundesinnenminister? Don't get me wrong. Ja, wir sind politisch souverän, aber nicht so politisch souverän, wie wir denken zu sein. Weil wir eine globalisierte Welt sind, in der wir halt alle voneinander abhängig sind. Genau das haben wir ihn gefragt. Wie wollen Sie denn das verhindern, dieses Szenario, dass solare Infrastruktur ferngesteuert wird? Nein, ich kann das nicht verhindern, dass Solaranlagen ferngesteuert werden, vor allem nicht bei diesem hohen Aufbaumaß, der inzwischen ja bei Solaranlagen besteht. Ja, die CDU hätte es verhindern können, indem sie selber investiert hätten in die Solarindustrie, als sie gerade am Boom war. Aber dann hat man sich dazu entschieden, die Gelder zu streichen, weil man keine Zukunft darin gesehen hat. Aber ist genau diese selbstverschuldete Abhängigkeit nicht Teil des Problems? Seit Jahren fluten chinesische Hersteller den Solarmarkt auch mit Dumpingpreisen. Also gar keine Solaranlagen mehr? Das ist nicht die Lösung. Da sind sich alle Experten einig. Aber kann der Chaos Computer Club nicht irgendwas machen? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Irgendwie eine Schutzmauer, eine digitale davor bauen, dass China keinen Zugriff hat und nur der Chaos Computer Club darauf Zugriff hat. Mit den ganzen Geldern eigentlich passiert, weiß ich nicht. Frag das mal reiche Menschen. An mich kam das Geld nicht.
Lea will eine Mauer bauen. Ja, eine digitale. Stecken mit dem Kopf im Arsch von Trump, während sie China einen Foodjob geben und sagen dann, guck mal, was ich für einen großen Schwanz habe. Das ist eine schöne... Naja, anyway. Aber niemanden scheint es zu stören, dass es für die heimischen Hersteller seit Jahren abwärts geht. Wechselrichterhersteller SMA baut aktuell 1100 Arbeitsplätze in Kassel ab. Auch weil man mit den staatlich gestützten Preisen der chinesischen Unternehmen nicht mehr mitkomme. Ja. Und das größte Solarzellenwerk außerhalb Chinas, Meyer Burger in Bitterfeld, steht gerade komplett still. Im Lager stapeln sich die Solarpaneele, obwohl der Bedarf riesig ist. 300 Jobs stehen auf dem Spiel. Also könnte die Bundesregierung doch etwas tun. Ja, könnte sie. Indem sie da einfach mal Geld investiert. Politisch lässt sich alles erreichen. Wer etwas nicht will, kann es verbieten. Es ist eine Frage des politischen Willens, das Problem großer Abhängigkeiten von riskanten Lieferanten zu lösen, die von Staaten mit einem offensiven Spionageprogramm abhängig sind und das bei geopolitischen Spannungen schaden kann. Die Kosten jetzt zu tragen ist viel günstiger. Ich bin ein sparsamer Niederländer. Es ist viel günstiger, als die Kosten nach einer politischen Krise zu zahlen. Aber Dobrindt hat ja noch mehr gesagt. Ich habe erst vor kurzem auch darüber noch mal gelesen. Ich dachte nachgedacht, aber du kannst nicht denken, glaube ich. Es fällt schwer, I guess. Wie diese Balkonkraftwerke, was die alle für Möglichkeiten des fremden Eingriffs bieten. Ob das deswegen zu einem hohen Schadenpotenzial kommen kann, da kann man auch noch Zweifel haben. Vielleicht sollte sich Herr Dobrindt mit Fakten und der Realität stärker auseinandersetzen oder auf seine Aufsichtsbehörden zur Abwechslung hören, denn die werden ihm sehr deutlich formulieren, dass mehr als 80% aller Wechselrichter aus chinesischer Hand kommen und dieser Zugriff schlicht gegeben ist, solange wir nicht ganz konkrete Maßnahmen dagegen ergreifen. Aber Deutschland allein kann das Problem ja kaum lösen. Und die EU? Ende 2027 setzt sie den sogenannten Cyber Resilience Act in Kraft. Er legt Sicherheitsanforderungen für alle vernetzten Geräte fest und listet besonders sensible Produkte auf. Aber ausgerechnet Wechselrichter für PV-Anlagen stehen nicht auf dieser Liste. Oh. Kritiker werfen der Kommission daher vor, Wow, guck mal, wie Full House das ist. Das Problem noch immer zu vernachlässigen. Die zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen scheint das nicht weiter zu beunruhigen. Man fange jetzt an zu überlegen, was zu tun ist, sagt sie gegenüber Monitor. Wir werden die Risiken gemeinsam mit unserer Cybersicherheitsagentur bewerten und natürlich sehr eng mit unseren Mitgliedstaaten und der Industrie zusammenarbeiten. Dies ist derzeit eine der Prioritäten im Energiesektor. Ich kann noch keinen genauen Zeitplan nennen, aber wir haben angekündigt, dass wir jetzt mit der Arbeit beginnen werden. Ja, kann man auch mal machen, ne? So in 2025 auch mal mit der Arbeit beginnen im Zusammenhang mit Cybersecurity. Lieber spät als nie, ne? Ein Problem anfangen zu lösen, das schon seit Jahren besteht und jedes Jahr größer wird? Hoffentlich bleibt dafür wirklich noch genügend Zeit. Ja, die kochen ja auch immer heißer, als dann gegessen wird, ne?